La Mancelle Liberty Plaisance, so heißt das Modell. Und es ist sehr außergewöhnlich, weil La Mancelle eine ganz andere Form hat, wie die meisten anderen Wohnwagen. So von der Seite, da sieht es ja noch einigermaßen normal aus, aber so von vorne mit der Sitzgruppe, das haben wir schon erfahren, da sind sie ganz anders. Das Ganze steht auf einem Alco-Chassis. Guck mal hier mit dem Holz, das ist zwar auf dem Fiberglas hier nur aufgeklebt, aber es verleiht der ganzen Sache natürlich ein ganz anderes Design. Ja, man sieht echt aus, ne? Von weitem wunderschön. Von weitem, ja, durch das Fiberglas, was hier drauf ist. Wir gucken gleich mal, bitte mal schnell den Eingang bewachen, denn sie sind wirklich schwer umkämpft hier, diese Wohnwagen, weil sie sehen so ein bisschen aus, so Yacht-Style und fallen natürlich auf dem Campingplatz unglaublich auf, ja, so sieht's aus. Wie schön. M, hier, da ist das M. Natürlich mit ATC auf Wunsch. Und dieser Lampe, die ja aussieht wie so eine Front, die da ist, die beleuchtet ist. Hier vorne ist der Wassereinlass, der Griff zum Halten. Ganz anders wie, ich sag mal, was anderes, was hier da ist. So, komm, wir gehen mal rein. Du hast den professionell geblockt mit dem roten Ganz Schnürchen. genau. Da kommt keiner zu schnell vorbei. So, Traut sich keiner rein. Die Abendsonne kommt so langsam. Ich gucke mal auf die Uhr. Wir haben jetzt kurz vor 5. Es geht dem Ende zu. Samstag ist hier der 4. September. Grand Liberty 600. Länge gesamt 7,83 Meter, Breite 2,25 und Zuladung 818 Kilo, wenn man ihn auflastet. Ansonsten 318 GFK Dach- und Seitenwände. Und ein Protect GFK Unterboden. Das heißt, es kann also ruhig mal nass werden. Dann hier dieser nette Holzprint, der von außen auch wirklich original aussieht, als wäre das Ding aus Holz hier. Komm, wir gehen mal rein. Mülleimer. Die Schublade. Die Schuhschublade. Ich wiederhole mal alles, was du sagst. Und du kannst mal eins machen, wir gehen jetzt mal rein und du machst mal gerade den unteren Teil mal zu, wenn du mal so lieb bist. So, ja. Hier das Design ein bisschen anders wie den wir hatten. Allerdings die Rundsitzgruppe vorne riesengroß. Ist unvorstellbar groß. So toll. Wenn du dich mal reinsetzt, bis ganz nach hinten. Da könnte man auch pennen, aber das ist jetzt wirklich so wie, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, wie irgendwie... Das ist so cool mit dem Tisch auch. Wie so diese Drehscheiben. Die Drehscheibe. Ah, du hast irre viel Platz. Der Tisch hat aber einen Vorteil, wenn du mal gerade zeigst, man kann den prima aussteigen, je nachdem wie man den dreht. Also wenn du jetzt hier bist, kannst du den auch in die andere Richtung drehen und dann hast du viel mehr Platz. Und du kannst dann auch die Wurst, das ist wie beim Fondue zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwas brauchst, kannst du einfach einen Tisch drehen. Ja, genau. So, ich gehe mal gerade hier rein, film mal gerade in den Wagen rein. Der ist irre lang und du kannst das Ganze natürlich sehen. Kannst bis hinten ja fast nicht durchgucken, also wie bei einem ganz großen Luxusliner. Ist echt groß. Und hast trotzdem hier noch die Sitzgruppe, die riesengroß ist. Hier vorne die Küche, linke Seite. Hallo. Kann ich was helfen? Ja, wenn Sie Lust haben, Sie können mit uns zusammen den Wohnwagen mal erkunden. Wir sind von German Television. Ich grüße Sie herzlich. Hallo? Hallo. So, wir schauen uns den Wohnwagen mal an. Vous parlez aussi français? Okay, super. Ja, er hat mich gefragt, ob er irgendwas helfen kann. Haben wir gesagt, ja klar. Kann er auch direkt mitmachen. Kann er direkt mitmachen. So ist das. Kann er direkt Riesengroße Schublade, die da ist. Hier hast du dann ein Kombi-Kochfeld. Nee, es ist ein reines Gaskochfeld von Tedford. Hier hast du dann Waschbecken. Obstschale. Obstschale. Eine Klimaanlage ist auch hier verbaut. Das ist ganz interessant. Eine Truma Aventa, die da ist. Und der Dunstabzug, der übrigens nach draußen geht. Also geht direkt nach oben raus, wie man hier sieht. Kann man auch prima zum Entlüften verwenden. Guck mal, die Schubladen, davon hat man 3 Stück von den großen, gell? Ja, das war das. Genau, warte. Wow. 4 Raum.
Sie machen noch ein paar Aufnahmen und hatten Sie Fragen. Genau, ich habe nur eine ganz kleine Frage. Das La Moncel, wo ist das denn verfügbar hier bei uns? Wir haben ein Geschäft in Koblenz, bei Koblenz und in Affing bei Augsburg. Das ist so. Man sieht sie ziemlich oft. Ich wohne ja in Frankreich. Da sind sie unglaublich beliebt, ja. Und das Design. Krass ist hier, wie viel Platz man hat. Das ist auch das. Die Leute gucken hier und die sind vollkommen begeistert. Man kann die kaufen. Das sind keine Prototypen, oder? Nein, natürlich. Es ist jetzt ein ganz neues Modell. Hier nochmal eben durch die Länge des Wohnwagens mit einer wesentlich größeren Sitzlounge. Außergewöhnlich. Unglaublich. Also stark ist auch dieser Tisch. Der ist multifunktionell. Man kann hier raus ein Bett bauen. Richtig, ja. Ja, das der wird einfach nach unten runtergefahren. Dann sind noch 2 Polster dazu und dann ist halt hier auch nochmal ein riesiges Doppelbett dann zur Verfügung. So, das ist jetzt relativ dunkel. Farben der Polster kann man wählen? Ja, natürlich. Es gibt 4 verschiedene. 4 verschiedene Farben auch. Aber so das Design ist auch die Verarbeitungsqualität. Ich habe gelesen, sogar der Boden ist aus GFK. Genau, das ist halt die Kernkompetenz von La Moselle, dass sie halt Wohnwegen komplett aus GFK baut. Auch außen wird kein billiges Plastik verwendet. Alle Anbauteile, alle Deichselabdeckungen, Spoiler, alles aus handgefertigtem GFK. Und das setzt sich sogar in der Duschwanne fort, weil die auch aus GFK und nicht aus Plastik gebaut wird. Der Vorteil ist, man kann es super gut reparieren. Das geht also jemand, der sich mit Schiffsbau geht nicht kaputt. Ja. Ist wasserdicht, das kann nicht verrotten von unten. Genau. Das sind alles so Kleinigkeiten, die man hat. Trotzdem ist der Preis, wenn man das sieht, ihr seid nicht wesentlich teurer wie die anderen, oder? Ja gut, das liegt daran, dass wir eingebettet sind im Trigano-Konzern. Das heißt, dass wir natürlich einkaufsseitig jetzt nicht übermäßig teuer kaufen müssen. Also insofern sind die Preise in der Tat den anderen Anbietern angeglichen. Ja, ich zeige mal gerade ein anderes Modell, das haben wir eben gefilmt, da sind die Blümchen drauf. Es kommt unglaublich gut an mit den Blümchen. Das war dort hinten, auch das ist hier ein Hit im Moment auf der Messe, oder? Ja, seit vielen Messen bereits. Okay. Erinnert ein wenig an die Prilblumen und ja, das lässt natürlich Erinnerungen an vergangene Zeiten aufkommen. Ja, wenn du mal gerade so lieb zu uns kommst, ja, dann können wir das mal zeigen, so ein paar Details, wie zum Beispiel ein riesengroßer Schrank, der hier dabei ist. Ja. Der ist immer Standard, natürlich in Wohnwegen. Richtig, und auch ungewöhnlich, dass man einen Kleiderschrank und zusätzlich noch einen großen Wäscheschrank zur Verfügung hat. Unglaublich groß. Der ganz große Tower ist hier drin, das heißt, auch hier hat man Platz. Das ganze Design ist außergewöhnlich, das heißt also, es weicht komplett von allem ab, was man so kennt. Ja, das ist halt eben typisch La Moselle. Auch die Fahrzeugbreite für einen so langen Wagen, nur 2,25 Meter Breite, auch ungewöhnlich, aber halt eben hinsichtlich Fahraktivität wesentlich angenehmer als die üblichen breiten Wohnwagen. Und dennoch bekommt man nicht im Innenraum das Gefühl, in einem beengten Wagen zu stehen. Überhaupt nicht, ich habe den Platz wirklich perfekt genutzt. Also ist mir gar nicht aufgefallen mit 2,25. Also die meisten Wohnwagen ja 2,50 Meter Breite. In der Größe, ja. Dadurch wirkt er aber sehr, sehr schlank. Ja, also es ist elegant. Ja. Stark. Ja, die Frage ist, warum die Leute überhaupt noch andere Wohnwagen kaufen. Das frage ich mich täglich. Hier oben ist der Fernseher drin. Und das Wichtigste ist natürlich die Nasszelle aus GFK. Ja. Das heißt, auch die bleibt. Die bleibt dann dicht ein Leben lang. Wenn ich Ihnen das zeigen darf, gerne. Dann müsste ich Sie nur noch mal bitten, herauszutreten. Ich befürchte. Das Besondere ist halt eben, dass wir hier dann sogar auch noch eine volle Dusche haben, die unfassbar nutzbar ist. So, also komplett aus GFK. Wer das kennt, du hast ab und zu mal Kunststoff in dem Wagen. Da passiert es so im Laufe der Jahre, es fällt mal was runter, ist ein Loch drin, das kriegt man nicht mehr gut geflickt. Es ist verfärbt. Und das passiert beim GFK nicht. Nein. Nee. Du weißt, was GFK ist? GFK ist dieses Material, oder? Glasfaserverstärktes Kunststoff. Ja, Handarbeit hier, muss man sagen, laminiert. Ich kann Ihnen da mal ein Musterstück zeigen. Gerne, erhol's mal. Hier vorne ist dann nochmal die Küche aus dem Blick. Hier, guck mal, wie weit das reingeht hier. So cool. Also und das Bett, super viel Platz. Auch ganz anders wie alle Betten. Du hast einen Einstieg hier, du kannst hier gegenüber sitzen. Das ist, ja, ne? Irre viel Platz. Face to face. Aber das ist toll, du kannst auch quer schlafen, du kannst längs schlafen. Du hast hier oben wirklich ein tolles Design. Überall Schränke, Schubladen. Ja. Viel Platz. Und hier vorne noch 2 Kleiderschränke, die da sind. Das ist richtig schick. Große Stange zum Zumachen. Das ist Material? Das ist das Material. Hier jetzt mal der Lampenträger, was halt eben auch bei allen anderen Herstellern ausnahmslos aus billigstem Plastik hergestellt wird. Bei La Moselle handgearbeitet mit GFK, was ist Bootsbau, entsprechend stabil auf ewig. Die Oberfläche halt geschlossenporig durch das Gelcoat
Auch hier kann sich nie ein Schmutz in das Material einarbeiten. Das sieht halt auch noch in vielen Jahrzehnten genau so aus, wie es jetzt halt ausschaut. Ja, das Gelcoat auch was ganz Besonderes. Es repariert sich so ein bisschen von selber. Genau. Das ist also auch eine ganz nette Eigenschaft, die da ist. Also wirklich ganz toll. Preis hier von dem ungefähr, wie liegt der? Ist 48.990. Also wer sich ein bisschen auskennt, GFK, kostet per se schon mal ein bisschen Natürlich, mehr. ja, die handwerkliche Verarbeitung ist dabei teuer. Das lässt sich halt eben nicht so in diesem Ziehverfahren wie billige Kunststoffelemente herstellen. Das ist halt einfach aufwendiger herzustellen. Ja, der ist wahrscheinlich viel, viel steifer als andere, oder? Ja, natürlich, weil das Material, das weiß man ja, wenn ich halt dieses Teil als Plastik in der Hand hätte, könnte ich das halt verwinden. Da kann ich mich draufstellen, das ist fest, das kann nicht zerbrechen. Natürlich hat es eine ganz andere Stabilität als einfaches Plastik. Ja, es ist so. Entsprechend lange halten die Wagen auch, aber es sind auch Liebhaber, muss man sagen, Ja. die das kaufen. Ja. Hagelschlag, ich sag mal, da geht vielleicht das Heki kaputt, aber das war's. Der Wagen nicht. Der Wagen nicht. Und das ist außergewöhnlich. Ja, die Lieferzeit? Im Moment sind wir da jetzt noch etwas entspannter als die Mitbewerber. Mitte nächsten Jahres können dann die ersten Wagen schon geliefert werden. Okay, Mitte nächsten Jahres. Das heißt also rund ein Dreivierteljahr. kann man Genau, sagen. genau. Sehr schön. Kurze Frage, ist hier unten drunter noch Stauraum? Eigentlich unter den... Genau, ja, die Hälfte der Lounge ist halt noch Stauraum, die andere Hälfte ist halt mit der Technik belegt. Wir haben ja die aufwendige Truma 6 Kombi 6 Heizung von Truma verbaut und halt eben Wassertank etc. Das ist dort untergebracht. Mit oder ohne Elektropatrone? Die Truma 6, ist jemand dabei? Mit, ja. Automatisch. Elektropatrone. Ja, da ist er. Also mich hat es überzeugt. Das findet man übrigens auch noch immer seltener. Es war früher mal bei Tabat Standard, die geteilte Tür, aber das ist sehr praktisch. Ja, das ist eine Türe von dem deutschen Hersteller Hartal. Wie ich jetzt von Hartal auf dieser Messe erfahren durfte, sind wir tatsächlich die letzten Hersteller, die halt diese aufwendige Türe noch verbauen. Ja, die waren nämlich immer klasse. Der Vorteil ist, man kann auch mal, ich sag mal, eine halbe Tür offen lassen. Der Hund kann nicht raus, das Kind kann nicht abhauen. Ja. Ja, und trotzdem ist oben auf. Ja. Ja, ihr seid in Koblenz und wo? Koblenz und Augsburg. Okay, Koblenz und Augsburg. Und Name der Firma ist La Moselle. Firma Kreppel. Kreppel. Als Importeur für die Firma La Moselle. Ja, und ansonsten, wenn man natürlich in Frankreich ist, da sieht man sie überall. Richtig, da sind sie ja seit Jahrzehnten vertreten. Und wir wollen das Gleiche halt für La Moselle in Deutschland jetzt erreichen. Ja, da ist er. Der Grand Liberty 600, Liberty Plaisance. Hier steht er. Und das sind nochmal kurz die Daten. 48.990 €. Lieferzeit, Dreivierteljahr. Aber komplett aus GFK, so kann man sagen. Mit einer Länge von 7,83 Meter auch noch sehr gut handelbar. Und das Heck, das habe ich noch gar nicht gezeigt. Das sieht so aus mit Fahrradträger. Natürlich auf dem GFK, da hält auch mal ein Fahrradträger, oder? Das ist genau der Punkt. Denn der Fahrradträger auf der Deichsel war natürlich eine Notlösung, weil die Wände die Fahrradträger nicht mehr aufnehmen. Unsere Wände haben halt die Stabilität, entsprechendes zu tragen. Ja, und da unten, da ist dieser Lampenträger, den wir kennen, den wir gerade eben schon gesehen haben. Schön auch Details, das wahrscheinlich optional nochmal die Klappe? Oder Nein, das ist serienmäßig. Ist serienmäßig. Auf beiden Seiten. Die ist jetzt auf, zufällig? Ich hoffe. Mal kurz mal schauen, dass wir reingucken können. Und da ist das Beladen natürlich ein Traum. Unter dem Bett hat man auch die Möglichkeit, noch was zuzuladen. Ich habe auch gesehen, die Zuladung bei 2,5 Tonnen ist ordentlich. Ja, über 800 Kilo. So, man darf hier auch was transportieren. Das heißt also, dadurch, dass es ja kaum verwindet, hat man die Möglichkeit, das auch zu beladen. Aber auch hier, klarer Tipp von dir, immer auf die Beladung achten. Gleichmäßig beladen. Natürlich, also gut, beim Tandem-Achser weniger kompliziert, aber trotzdem sollte man natürlich wie immer beim Wohnwagen darauf achten, dass halt die Gewichte entsprechend der Verteilung gut sortiert sind. Ja, ihr habt hier viele Modelle. Das ist schon fast so, ich sag mal, ein Standardmodell, würde ich sagen. Es muss nicht immer vorne rund sein, sondern... La Moselle produziert natürlich halt auch noch die konventionellen Wohnwagen, zwar vom Bug her etwas stärker konturiert als üblich, um halt auch hier Aerodynamik in diese klassische Bauform hineinzubringen. Es bleibt aber auch bei dieser Baureihe, dass es halt komplett aus GFK gebaut wird. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Gerne. Ihr Name ist? Kreppel. Sie sind der Kreppel? Stefan Kreppel. Sie sind's. Okay. Hast du gehört, der Chef persönlich hat uns gerade beraten. Wie schön, danke schön. Damit Danke wir Lust Ihnen. haben. Ja, kommen Sie nach Koblenz oder nach Augsburg. Augsburg. Ich Tschüss. wünsche viel Spaß. Tschüss, Herr Kreppel. Dankeschön. Wiederschauen. Tschüss.